Für den Gyros Kitaraki Auflauf braucht ihr als Zutaten für 4 Personen 750 Gramm Schweinefilet, 2 Knoblauchzehen, 2 rote Paprikaschoten, 2 mittelgroße Zwiebeln, 3 Esslöffel Tomatenmark, 300 Milliliter Brühe, 500 Milliliter passierte Tomaten, 500 Gramm getrocknete Kitaraki-Nudeln, Gyrosgewürz, Salz, Pfeffer und etwas Öl zum Anbraten. Herzlich willkommen bei 4 Reifen und ein Klo. Wir machen heute mal wieder was aus der Pfanne. Und zwar diesmal ein Gyros Kitaraki Pfannengericht. Das ist Gyrosfleisch mit Kitarakis. Kitaraki-Nudeln sind griechische Reisnudeln. Die sind jetzt nicht aus Reis, die sind tatsächlich aus Harzweizengrieß, so wie wir Nudeln kennen. Aber die haben halt eine Reisform. Und deswegen sind das griechische Reisnudeln. Ja, die bekommt ihr, wenn ihr die sucht, wirklich in den Supermärkten, teilweise da, wo es entweder Oliven gibt, also griechische Sachen, oder auch Sachen aus Asien. Da findet ihr die oft. Es gibt es nicht in jedem Supermarkt, aber ich würde mal sagen, schaut vielleicht mal bei Edeka. Das ist jetzt keine Schleichwerbung, sondern da habe ich sehr häufig Glück, das dort zu bekommen. Oder auch bei Kaufland. Schaut da einfach mal rein, ob ihr das dort auch erhaltet. Wie gesagt, gibt es halt in diesen Regalen, ist gar nicht schwer zu finden. Alternativ könnt ihr auch von einem italienischen Nudelhersteller die Risoni nehmen. Das sind auch so kleine Nudeln und die würden alternativ dann auch funktionieren. Ja, aber wir fangen erstmal an. Wir bereiten erstmal den Gyros zu. Ihr könnt natürlich gerne auch alternativ fertigen Gyros besorgen. Ich lege den immer sehr gerne selber ein. Das ist auch ganz schnell gemacht und dafür schneide ich jetzt gleich mal das Filet klein, würze das ein bisschen mit Gyrosgewürz, Öl und schneide dann noch ein bisschen Knoblauch und Zwiebeln rein. Und dann ist auch das schon fast, die Marinade schon fast fertig. So. So, für die Marinade mische ich jetzt 2 Esslöffel Pflanzenöl und Gyrosgewürz. 2 Teelöffel nehme ich da meistens für in der Schüssel. So, jetzt gebe ich schon mal das Fleisch dazu und gleich noch den Knoblauch und die Zwiebeln. Die Zwiebeln könnt ihr entweder in Halbmonde schneiden oder auch in ganze Kringel. Das bleibt völlig euch überlassen. Und die könnt ihr einfach nur dazugeben und unterrühren. Den Knoblauch schneidet ihr nur in ganz kleine Würfel. Am besten hackt ihr den noch. Ich hacke Knoblauch ja nie, weil mir mal ein Grieche gesagt hat, dass der Knoblauch dann bitter wird, wenn man den ausdrückt. Und deswegen hacke ich den immer. Ich finde es aber auch gar nicht schlimm. So, und das Ganze lassen wir jetzt ein paar Minuten stehen. Ihr könnt das natürlich auch gerne über Nacht einziehen lassen. Umso länger, desto besser natürlich. Ich lasse jetzt ein paar Minuten ziehen und schneide in der Zeit schon mal die Paprikaschoten. Die Paprikaschoten in mittelgroße Würfel schneiden. Also erst ein Kern, natürlich. Ja, und jetzt fangen wir mal an, das Ganze anzubraten. Ich habe ja statt einer Pfanne gerne diesen flachen Schmortopf, aber ihr könnt natürlich eine Pfanne nehmen, was den gleichen Effekt. Macht dann noch ein bisschen Öl rein zum Erhitzen, damit wir auch das Fleisch schön anbraten können. Das Öl ist heiß. Ja, das Fleisch ist jetzt recht gut angebraten und als nächstes packen wir einfach den Tomatenmark dazu und rühren den mal gut ein. Das Ganze löscht ihr jetzt mit
den passierten Tomaten und mit der Hälfte der Brühe ab, weil die andere Hälfte der Brühe, die bräuchten wir eventuell nachher noch, um Flüssigkeit nachzufüllen, weil wir ja auch nicht wissen, wie viel saugen die Nudeln so in sich auf. Jetzt können wir auch schon die Kitaraki-Nudeln dazugeben und die mit einköcheln lassen. Ich gieße schon mal ein bisschen Brühe nach, weil ich jetzt auch schon sehe, das ist zu wenig Flüssigkeit. So, jetzt machen wir auch schon die Paprikaschoten dazu, weil die Kitaraki-Nudeln brauchen auch nicht sehr lange und die Paprikaschoten sollen bis dahin ja auch gar sein. So, jetzt lassen wir das Ganze ein bisschen einköcheln. Wenn ihr jetzt einen Deckel habt, dann packt den Deckel drauf, weil es ist ja nun mal dann auch energiesparender. Behaltet aber den Flüssigkeitshaushalt der Nudeln gut im Auge. Das heißt, zwischendurch einfach mal drunter gucken, ob noch Flüssigkeit zu muss. Oh ja, und dann denke ich mal, haben wir jetzt ein bisschen Geduld. Dann schauen wir mal rein. Oh ja. Super, super lecker. Ihr könnt das natürlich noch gerne abschmecken, mal mit Pfeffersalz und noch ein bisschen Gyrosgewürz. Für euch persönlich, bei mir ist es echt super geworden. Und jetzt denke ich mal, werden wir jetzt mal unsere hungrige Meute füttern. Genau. So, wir sind dann jetzt weit fertig zum Essen. Ich habe noch einen Tipp für euch. Serviert dabei doch einfach mal Krautsalat. Das schmeckt mich total lecker dabei. So ein Hunger. Ja, dann tu was. Hast du gesagt, das duftet sogar? Hast du gesagt, das duftet sogar? Okay, dann habe ich falsch verstanden. Okay, es duftet. Ja, ist klar. Jetzt wandert der Topf weg von dir, ne? Mein erster. Dein erster Teller. Besteck. Okay, wir sagen, du sagst auch Tschüss. Wir sagen Tschüss. Viel Spaß weiterhin am Tag und wir hoffen, es hat euch gefallen. Ja, mir auf jeden Du Fall. hast noch gar nicht probiert. Er muss erst probieren und sagen, ob es schmeckt. Oder hast du schon probiert? Nein, es riecht gut, hast du gesagt, ne? Das ist schon gut, riecht mein Schatz. Sehr lecker. Also nachmachen. Ja. Nachmachen? Gut. Okay, dann noch einen schönen Tag. Wir hoffen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ja, wenn wir dann dieses Bäuchlein wieder füttern und leckere Sachen machen. Abonniert uns, falls ihr es nicht getan habt. Dann bekommt ihr nämlich immer eine Glocke, wenn wir wieder solche Sachen machen. Von daher, wir sehen uns. Tschüss. Tschüss.